Willkommen in einer Welt, in der Märchen wahr werden. Efteling ist weitaus mehr als nur Nervenkitzel und Achterbahn. Es ist ein Ort voller Magie, der Generationen verbindet. In diesem Video lassen wir die Loopings und Thrill-Rides ganz bewusst links liegen. Wir nehmen euch stattdessen mit auf eine Reise zu den schönsten Erlebnissen, die perfekt für die ganze Familie sind. Vom verwunschenen Märchenwald über atemberaubende Themenfahrten bis hin zu spektakulären Shows. Wir zeigen euch die Highlights, die Groß und Klein zum Staunen bringen. Macht es euch gemütlich, taucht mit uns ein und lasst die Magie beginnen. Unsere Reise beginnt im geheimnisvollen Orient. In der Bootsfahrt Fata Morgana taucht ihr in ein Märchen aus 1001 Nacht ein. Vorbei an prunkvollen Palästen, geschäftigen Basaren und verborgenen Schätzen. Diese Fahrt ist ein absolutes Fest für die Sinne, und zwar völlig ohne Nervenkitzel, sodass selbst die kleinsten Entdecker aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen. S'il vous plaît, peu d'argent. Je vous en prie. Dollars, livres, boxes, 4 Weiter geht es in die Villa Volta, ein verfluchtes Herrenhaus, in dem eure Sinne komplett Kopf stehen. Dreht sich der Raum oder dreht ihr euch? Keine Sorge, diese optische Illusion ist völlig harmlos, aber ein Riesenspaß für die ganze Familie. Zo komt tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af, maar ik overwon mijn angst, hoonde het weg met schandere lach en stoot.
jetzt wird es Zeit zum Träumen. In Traumflucht schwebt ihr in Gondeln durch eine atemberaubende Wunderwelt. Ihr begegnet verspielten Elfen, freundlichen Trollen und fliegt vorbei an schwebenden Burgen und magischen Wäldern. Ein friedliches und absolut unvergessliches Erlebnis, das die Augen von Groß und Klein zum Leuchten bringt. Nachdem wir die Elfenwelt hinter uns gelassen haben, schalten wir noch einen Gang runter. Denn Efteling lässt sich auch wunderbar im Sitzen erkunden. Wir steigen ein in den historischen Stormt Rhein. Diese echte, nostalgische Dampfeisenbahn schnauft gemütlich quer durch den gesamten Freizeitpark. Sie verbindet nicht nur die verschiedenen Themenbereiche miteinander, sondern bietet euch auch die perfekte Gelegenheit für eine kleine, entspannte Pause, bei der ihr die wunderschöne grüne Natur des Parks an euch vorbeiziehen lassen könnt.
Vom Bahnhof der Dampfeisenbahn zieht es uns direkt weiter aufs Wasser. Die Gondoletta wartet auf uns. Eine der entspanntesten Ecken des Parks. In diesem gemütlichen, automatischen Boden gleitet ihr ganz gemächlich über einen großen und wunderschön angelegten See, vorbei an üppigen Blumenbeeten und zahllosen Enten. Mit einer Fahrzeit von insgesamt rund 20 Minuten ist diese Bootstour die perfekte XXL-Auszeit für die ganze Familie, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen und neue Energie für die nächsten Abenteuer zu tanken. Jetzt wird es wahrhaft königlich. Wir betreten Symbolica, den Palast der Fantasie, und eine der aufwendigsten Attraktionen des Parks, die ich je gesehen habe. In magischen, frei fahrenden Fahrzeugen werdet ihr vom frechen Hofnarren Pardoux durch die geheimen Gemächer des Königs geführt. Das Tolle daran, ihr könnt vor der Fahrt zwischen 3 verschiedenen Routen wählen, sodass jedes Erlebnis im Palast einzigartig bleibt. Ein interaktiver, wunderschöner Fahrspaß, der die ganze Familie verzaubert. Bienvenue. Welkom in Symbolica. U gaat zo dadelijk op audiëntie bij onze koning, die zich hierboven bevindt. Wat is dit? Alle tovertwinkels, hallo allemaal. Pardoes, onze koninklijke tovenaar? Wat een saaie boel. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. Door through the palace of fantasy. No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open nu! Pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed
je best en de tour gaat weer door. Waag het niet, don't you Heel dare. goed, blijven drukken. Illumina Fantasia. Hier is het laatste kleur. Of niet onverzacht. Please stop. Hallo. Wir verlassen den royalen Palast der Fantasie und tauschen die majestätische Ruhe gegen eine ordentliche Portion gute Laune. Denn gleich nebenan warten zwei weltbekannte Bengel darauf, euch ordentlich auf Trab zu bringen. Es geht zu Max und Moritz. Diese doppelte Familienachterbahn beweist perfekt, dass eine Fahrt auch ohne Loopings oder tiefe Abgründe absolut mitreißend sein kann. Schnallt euch an für einen rasanten, aber absolut kindgerechten Spaß, bei dem kein Auge trocken bleibt und der Ohrwurm garantiert ist. Ein Stück echte Freizeitparkgeschichte erwartet euch im Karussellpalast. Dieses historische Dampfkarussell aus dem 19. Jahrhundert dreht sich zu den Klängen einer echten Gavioli-Orgel, ein nostalgischer und wunderschöner Fahrspaß für jede Generation. Ja,
Jetzt wird es ein wenig wirbelig. Bei Scirocco steigt ihr ein in schwankende Handelsboote und werdet mitten in einen Seesturm hineingezogen. Aber keine Sorge, das Ganze ist absolut familientauglicher Drehspaß im Kaffeetassenstil, bei dem ihr selbst bestimmen könnt, wie schnell ihr euch im Kreis drehen wollt. Ein riesiger, unbeschwerter Spaß für Groß und Klein. Nachdem wir den Seesturm heil überstanden haben, lassen wir den wirbeligen Fahrspaß hinter uns und richten unseren Blick weit nach oben. Es wird Zeit für einen Perspektivwechsel, der euch garantiert den Atem rauben wird. Wir machen uns auf den Weg zur Pagode. Dieser fliegende Tempel hebt euch ganz sanft und ohne Ruckeln in die Höhe und bietet die wohl schönste Aussicht, die man sich je vorstellen kann. Macht euch bereit für einen unvergesslichen Panoramablick über den gesamten märchenhaften Park. Wir landen wieder sanft auf dem Boden der Tatsachen. Aber keine Sorge, das nächste Highlight wartet schon um die Ecke. Es wird bunt, es wird laut. Und ich muss an dieser Stelle eine ganz offizielle dringende Warnung aussprechen. Achtung vor dem absoluten Ohrwurm. Wir betreten das Karneval Festival. Diese fröhliche Themenfahrt nimmt euch mit auf eine kunterbunte Reise um die ganze Welt. Begleitet von Loki und Jet und einer Melodie, die ihr so schnell garantiert nicht mehr loswerdet. Viel Spaß mit dem Ohrwurm!
Na, summt ihr die Melodie schon heimlich mit? Perfekt. Dann schütteln wir den Ohrwurm jetzt mit einem gemütlichen Spaziergang wieder ab. Wir lassen den bunten Partytrubel hinter uns und tauchen ein in das historische Herz des Parks, den wunderschönen alten Jahrmarkt. Auf diesem idyllischen Platz, dem Anton Pieck Plein, scheint die Zeit komplett still zu stehen. Hier warten nostalgische Karussells und verträumte Ecken, die den ganz ursprünglichen Charme von Efteling versprühen. Vom nostalgischen Charme des Marktplatzes biegen wir nun tief ab in das grüne, lebendige Herz von Efteling. Wir betreten den legendären Märchenwald. Das ist nicht nur die Geburtsstätte des Parks, sondern auch ein Ort von gigantischen Ausmaßen. Auf einer riesigen, bewaldeten Fläche erhaltet ihr hier Einblick in über 30 liebevoll gestaltete Märchen der Gebrüder Grimm, von Hans Christian Andersen und vielen mehr. Plant für diesen magischen Wald unbedingt genug Zeit ein, denn man kann hier problemlos mehrere Stunden verweilen, spazieren und auf Entdeckungstour gehen. Ein absolutes Must-See, das Großvater, Enkelkind und alle dazwischen komplett verzaubert. Nachdem wir den magischen Schatten der Bäume verlassen haben, wartet ein ganz besonderes Highlight auf die jüngsten Parkbesucher. Es geht zu der Ute-Tufer-Bahn. In dieser wunderschönen Oldtimer-Bahn dürfen die Kinder nämlich selbst ans Steuer. Die nostalgischen Autos und Pickups tuckern gemütlich auf Schienen durch eine idyllische Bauernhoflandschaft voller interaktiven Szenen. Ein absolut entspannter Familienspaß, bei dem die Kleinen stolz wie Oskar ihren ersten eigenen Führerschein machen können. Vom gemütlichen Bauernhof zieht es uns direkt weiter in den Hafen. Hier wartet der halbe Mann, ein gigantisches Sturmschiff. Diese riesige Schiffsschaukel bringt euch ganz ohne Loopings ordentlich in Schwung und sorgt für ein tolles Kribbeln im Bauch, während ihr den tollen Ausblick genießt. Ein echtes Abenteuer für mutige Seebären und die ganze Familie. Nach so viel Seeluft und Bauchkribbeln neigt sich unsere Reise durch Efteling auch schon dem Ende zu.
Und wie ihr gesehen habt, der Park beweist perfekt, dass man hier auch völlig ohne Achterbahn-Loopings oder extreme Thrill-Rides einen absolut unvergesslichen magischen Tag verbringen kann. Egal ob die wunderschönen Kulissen, die detailreichen Themenfahrten oder einfach die gemeinsame Zeit mit der Familie im Grünen. Es sind genau diese entschleunigten Momente, die Efteling zu etwas ganz Besonderem machen. Jetzt interessiert mich aber eure Meinung. Welche dieser Attraktionen ist euer absoluter Favorit? Oder habt ihr noch einen echten Geheimtipp für Familien, den wir in diesem Video vergessen haben? Schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Wenn euch dieser kleine Einblick in die ruhige Seite des Parks gefallen hat, lasst super gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um zukünftige Abenteuer nicht zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt eine magische Zeit und bis zum nächsten Mal.